Sagt euch die Firma Kate & Sohn etwas? Kate & Sohn, das klingt wie ein Kaufhaus, wie eine Anwaltskanzlei oder ein Sanitärbetrieb. Tatsächlich war die Firma Kate & Sohn aber ein Karosseriebaubetrieb. Und zwar ein ziemlich alter. Gegründet wurde die Firma 1833 in Halle an der Saale. Damit ist Kate & Sohn einer der ältesten Fahrzeugbauer Deutschlands. Jetzt fragt ihr, Moment mal, 1833 Karosseriebaubetrieb, was für Karosserien haben die denn gebaut? Das Auto wurde doch erst Jahrzehnte später erfunden. Richtig. Kate & Sohn war ursprünglich ein Stellmacherbetrieb, also ein Kutschenbauer. Und wie viele andere Kutschenbauer auch, suchte die Firma Kate & Sohn ihr Glück Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts im Automobilbau. Und da waren die sehr erfolgreich. Sie stellten viele Karosserien für unterschiedliche Hersteller her. Damals war es gang und gäbe, dass man sich bei einem Pkw-Hersteller ein Rolling Chassis bestellen konnte. Also ein Fahrgestell mit Achsen, Motor, Getriebe, Kühler und so weiter und ging damit zum Karosseriebauer seines Vertrauens. Je nach persönlichem Geschmack und Geldbeutel schneiderte der Karosseriebauer das entsprechende Kleid für das Fahrzeug. Kate & Sohn arbeitete unter anderem für die Auto-Union, also Horch, Wanderer, DKW. Der Nachfahre des Firmengründers war persönlich befreundet mit August Horch und Werksrennfahrer bei Horch. Sie arbeiteten aber auch für Adler aus Frankfurt am Main. Und mit so einem Auto bin ich heute unterwegs. Mit einem Adler Diplomat mit einer Karosserie von Kate & Sohn. 1935 brachte Adler den neu gestalteten Diplomat auf den Markt. Der Wagen löste den Standard 6 und den Standard 8 ab, also die Mittel- und Oberklasse bei Adler. Der neue durfte keinesfalls Standard heißen. Standard klang nach Mittelmaß oder nach Mindestanforderung. Deshalb entschied man sich für den Begriff Diplomat. Keine schlechte Entscheidung, Opel hat das Jahrzehnte später genauso gemacht. Unser Diplomat ist mit einem Tourenwagenaufbau von Kate & Sohn versehen. Tourenwagen, da denkt man eigentlich an Motorsport oder an die DTM. Aber so sahen in den 20er und 30er Jahren Tourenwagen aus. Oftmals waren es die günstigsten Karosserievarianten, die es beim Hersteller oder beim Karosseriebauer gab. Ein leichtes, ungefüttertes Verdeck, oftmals nur Steckscheiben in den Seiten. Das machte einen Tourenwagen nicht wirklich wintertauglich oder allwettertauglich. Angetrieben wird unser Diplomat der Baureihe 3GS von einem 6-Zylinder-Reihenmotor mit seitlich montierten Fallstromvergaser. 2,9 Liter Hubraum entfachen zarte 65 PS. Das reicht immerhin aus für 105 km/h Spitze. Und das läuft der Wagen heute noch. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs produzierte Adler keine Automobile mehr. Auch bei Kate & Sohn war Schluss. Der Betrieb ging Ende der 40er Jahre im IFA-Karosseriewerk Halle auf. Dort liefen dann der Wartburg 311, 312 Kombi und der Wartburg Tourist vom Band. Ich fahre den Adler Diplomat jetzt wieder zurück in das PS-Speicherdepot Automobil, wo ihr den Wagen sehen könnt, neben zahlreichen anderen Adler-Automobilen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Der Wagen ist über 80 Jahre alt. Das ist der Wahnsinn. Der fährt wirklich gut. Die Gänge lassen sich leicht schalten. Ich habe Drehmoment ohne Ende. Der Motor schnurrt. Wirklich ein fantastisches Auto, das Spaß macht zu fahren. Und ich habe ein 5-Gang-Getriebe. Also schon sehr modern. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.